Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um ein neues Gadget, nämlich um einen Batterietester mit Bluetooth bzw. Klemmen mit Bluetooth. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Ja, ich habe von Launch was zum Testen bekommen, nämlich einen Batterietester BST360. Das Ganze sind zwei Klemmen. Bluetooth ist verbaut und unser Smartphone dient als Display, um uns die Werte anzuzeigen und halt das Gadget im Prinzip zu bedienen. Ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze denn einrichtet und wie die Verwendung des Ganzen ist. Das Ganze verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Also zuallererst, was ist da drin? Da drin ist eine kurze Bedienungsanleitung, 2-3 Seiten in verschiedenen Sprachen und natürlich dann hier die Klemmen. Die ganze Technik verbirgt sich hier drin. Da ist die ganze Technik drin, inklusive Bluetooth. Und die Einrichtung des Ganzen ist super einfach. Also Motorhaube auf, die Abdeckung vom Pluspol ab und dann klemmen wir die Minusklemme hier dran, dann die Plusklemme hier dran und das war es. Mehr gibt es hier nicht, kann man auch hier nicht machen. Dann sind wir im Prinzip mit der Installation dieses Gadgets hier fertig. Im zweiten Schritt brauchen wir dann noch die App. Die App laden wir uns entweder über den jeweiligen Store runter. Ich habe bei mir nachgeschaut, gab es nicht. Bitte Batterietester eingegeben, BST360 eingegeben. Ich habe es leider nicht gefunden. In der Bedienungsanleitung steht BST360 App runterladen, die habe ich nicht gefunden. Für Android gibt es die Möglichkeit noch, das Ganze auf der Herstellerseite runterzuladen. Das habe ich dann auch gemacht. www.cnlaunch.com unter Service gibt es die ganzen Programme, Apps und sonstiges. Blende ich euch ein. Dort konnte ich dann die APK runterladen, installieren und hatte dann die App. Und wir starten jetzt einfach mal auch die App. Nachdem wir die App gestartet haben, sehen wir 4 Menüpunkte, nämlich den Batteriezustand prüfen, die Startspannung prüfen, die Ladespannung prüfen und Berichte. Unter Berichte werden im Prinzip alle Messungen, die wir durchgeführt haben, immer als Bericht abgelegt. Zeige ich euch gleich. Aber im ersten Step hätte ich gesagt, prüfen wir mal den Batteriezustand. Einfach draufdrücken, er verbindet sich automatisch mit Bluetooth, geschieht komplett im Hintergrund, es muss nichts gemacht werden. Hier wählen wir dann die entsprechende Batterie aus, bei mir AGM, die Norm der Batterie und natürlich die Werte der Batterie findet ihr auf der Batterie selber. Ich habe bei mir das Ganze auf eine AGM-Batterie abgegradet. Falls ihr das Video noch nicht kennt, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Also bei mir EN und dann 800 Ampere könnt ihr über den Schieberegler machen oder oben entsprechend dann halt eingeben. Und dann wird auch schon der Test durchgeführt. Bei diesem Test sehen wir dann als Ergebnis die ganzen Werte. Wir merken uns die Batterielebensdauer, gute 80%. Und hier sehen wir dann auch den Bericht, den ich schon erwähnt habe, das Ganze als PDF zusammengefasst. Wir können oben über Share diesen Bericht entweder per E-Mail verschicken, ausdrucken, per Bluetooth teilen oder halt per Quick Share teilen. Also super einfach, das Ganze zu dokumentieren, zu protokollieren und auch weiterzuleiten. Gut, also Batteriezustand ist gut, wie wir gesehen haben. Das Auto hat natürlich 2-3 Tage gestanden, deshalb ist die Batterie auch nicht voll. Im Hintergrund wird natürlich das ein oder andere noch verbraucht, wir wissen ja um die Thematik Bescheid. Auf jeden Fall, die Batterie ist in einem guten Zustand, ist auch circa aktuell ein halbes Jahr ungefähr alt. Alles soweit gut. Gut, kommen wir jetzt mal zu den 2 anderen Tests, nämlich die Startspannung prüfen. Wählen wir mal diesen Punkt aus, dann kommt auch ein Hinweis, dass man das Ganze bitte starten soll, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind. Und nachdem man jetzt auf hier Betätigen gedrückt hat, startet man dann auch den Motor und dann wird die Startspannung gemessen. Ist das Ganze erfolgt, kommt noch ein Hinweis, dass noch eine zweite Messung durchgeführt wird. Das bestätigen wir entsprechend dann auch mit weiter. Und müssen leider nochmal alle Daten angeben. Hier muss der Hersteller noch ein bisschen nachbessern. Die Daten sollte sich die App schon merken und hat man dann auch hier die Daten eingetragen, wird noch die zweite Messung durchgeführt und dann kommen wir auch schon zu dem eigentlichen Ergebnis. Und wie wir sehen, Batterielebensdauer unter 10% und es kommt auch der Hinweis, dass die Batterie ersetzt werden soll. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Batterie ist neu, der Batteriezustand ist auch soweit in Ordnung. Nur halt beim Starten zeigt der Batterie, muss ersetzt werden. Also
da muss ich jetzt nochmal prüfen, was ist das tatsächlich. Wie wir wissen, es gibt das ein oder andere Problemchen mit unserem Auto, was ja auch die Batterie anbetrifft, sei es der Batteriesensor, also Batteriemanagementsystem, sei es die eigentliche Batterie oder sonstiges. Ja, also hier diese Daten zumindest mal hier bei uns, bei mir mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, die eigentliche Batteriezustand ist gut. Beim Starten hat er jetzt ein Problemchen festgestellt. Aber gut, ist wie es ist. Schauen wir uns jetzt noch die Ladespannung an. Hier ist es ja so, dass das Ganze beim laufenden Motor gemacht wird. Also wie wird die Batterie geladen? Und ja, der Motor läuft, er macht die Messung und während er die Messung macht, kommt dann auch ein Hinweis, jetzt bitte auch unter Last das Ganze zu messen. Wir müssen also die Drehzahl auf 2500 Umdrehungen bringen, dann hier bestätigen, dann macht er dann auch die Messung. Mache ich jetzt nicht live, sonst haben wir die ganzen Hintergrundgeräusche, habe ich natürlich vorher schon gemacht. Und wenn die Messung dann durchgeführt wird, kommt entsprechend, wenn man unten nochmal auf Weiter klickt, auch nochmal der Hinweis, dass er nochmal eine finale Messung machen möchte. Wir müssen nochmal die Daten angeben. Also hier besteht noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Wir müssen nochmal die Batterie auswählen, EN und dann die 800 Ampere. Und erst wenn wir das gemacht haben, kommt dann im Prinzip auch das Ergebnis und auch hier, dass der Batteriezustand kritisch ist und im Prinzip die Batterie ersetzt werden soll. Ja, das ist im Prinzip das Ergebnis des Batterietestes mit dem BSD 360. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Auf jeden Fall für mich ein interessantes, zusätzliches, spannendes Gadget, mit dem ich mal hier wieder weiter auf Fehlersuche gehen werde. Sehr interessant und vor allem das Schöne daran ist, man hat nur die Klemmen. Sprich, wenn man es geschickt anbringt, kann man dann auch die Motorhaube schließen und ja, ganz vorsichtig mal auch während der Fahrt das Ganze natürlich auch durchführen. Smartphone hat man dann ja hier im Innenraum und kann darüber dann alles auslesen und sehen. Somit für alle, die es interessiert, schaut euch mal das Gadget an. Wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.